versalzen. Aber sonst super. Morgen. Was ist mit unserem schönen Flieder los? Guten Morgen. Justine, Olaf. Hi. Hi. Justine. Ist der abgebrochen? Wir können noch eine kleine Naturdoku hier draus machen. Unser Flieder ist abgebrochen. Vom Naturschutz, hier vom Aussterben bedroht oder so. So. So, dann holen wir mal gleich als erstes den großen. Ja. Vorsichtig. Gerade, der ist voll mit Wasser, ne? Ja, alles gut. Was ist alles drin? Das sind alles meine, vergiss es. Die Schale dann in die Eimer. Oder was? Die Schale ist im Eimer, genau. Die Kartoffel. Ja, heute ist meine Freundin mitgekommen zur Arbeit. Die ist eigentlich Intensivkrankenschwester, aber die sind da nicht ausgelastet. Gerade so soziale Berufe, die langweilen sich den ganzen Tag. Deshalb kommt die immer gerne, wenn sie frei hat, mal hier Kartoffeln schälen. Also seitdem damals der Applaus zu Corona kam, sind die so motiviert. Da haben die so einen Bock. Da können die jetzt auch noch mal nebenbei noch ein bisschen in der Gastro aushelfen. Der Bernd-Trick hat wieder super funktioniert. Gestern gekocht, heute perfekt. Hast du die alten gehört von ihm? Nö, nicht. Du hast bei den neuen eingestiegen. Ja. Du hast recht, man muss aufpassen, dass man sich mit der Spitze nicht selber piekst. Genau, deshalb schleife ich die immer weg bei meinem Messer. Hast du da auch deinen speziellen Lieferanten für die Kartoffeln? Die kaufe ich auch auf dem Großmarkt und die kaufe ich zu verschiedenen Jahreszeiten tatsächlich bei verschiedenen Händlern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt die meiste Zeit des Jahres kaufe ich die tatsächlich einfach in der Metro, weil ich finde die sehr gut. Die haben da einen bestimmten 25 Kilo Sack, mit denen kann man sehr lange, sehr gut arbeiten. Und dann irgendwann geht der leider alle. Irgendwann kommt dann die Zeit, wo die alten Kartoffeln alle sind und nur noch die neuen Kartoffeln aus Ägypten, Israel und so da sind. Was ist das immer? Ägypten, Israel und Griechenland. Ja. Und die sind richtig schlimm. Die lassen sich ganz doof kochen und ganz schwer sind die, dass man die schön festkochend machen kann. So.
Steht zwar drauf, festkochend, aber die werden einfach matschig und zerfallen viel zu schnell. Und das ist so die Jahreszeit, wo man dann immer so gucken muss, bei wem kriegst du jetzt noch so die besten Kartoffeln. Und da muss ich wirklich dann so alle Register ziehen. Da muss man halt kicken, wo man was bekommt. So, oft bei Marktkollegen noch. Es gibt so einen ganz bestimmten Marktkollegen, der hat immer noch sehr gute Kartoffeln und noch sehr lange. Die kosten dann halt richtig viel, aber da muss man dann durch für einen Monat ungefähr. Und dann irgendwann geht's los, dass dann so italienische Kartoffeln, die werden dann schon ein bisschen besser. Und irgendwann kommen wieder die französischen und dann kommen auch wieder die deutschen. Und da in der Zeit, in diesen paar Monaten im Jahr, muss man immer so ein bisschen gucken. Ansonsten soll jetzt hier keine Schleichwerbung für Metro sein, aber ansonsten kaufe ich, glaube ich, fast 10 Monate im Jahr eine bestimmte Kartoffelsorte von der Metro, mit der ich sehr gut und sehr zufrieden bin. Das ist auch genau die hier. Und die ist echt super. Also die mag ich gerne. Die hat so ein richtig schönes, so ein bisschen speckig immer. So, hat einen schönen Biss, ist fest. Die ist auch lecker. So. Und die sind echt, die mag ich sehr gerne. Und wie viel brauchst du so in der Woche? Also diese Woche gehen wir auf 75 Kilo, weil wir nur 2 Märkte haben. Aber 100 Kilo sind auch oft realistisch. Wir bewegen uns das Jahr über im Durchschnitt, würde ich sagen, auf 75 Kilo. So. Es gibt auch mal Tage im Winter, wo es nur 50 Kilo sind oder Wochen. Und dann zu den Spitzenzeiten gehen wir auf 100 bis höchstens 125. Das war bis jetzt so das meiste, was ich in einer Woche hatte, waren 125 Kilo. Das ist schon echt, ja, das ist schon viel. Schmeißen wir mal den Schweinebraten in den Ofen. Was denn? Das ist ja Fleisch. Ach, Ivo. Müssen wir hier mal für die Kamera sagen, meine Frau ist leider Vegetarierin. Deshalb muss ich immer das ganze Fleisch alleine essen, ich Armer. Riecht doch lecker. Das kommt noch nicht gut, ja. Unglaublich. Das war schon immer früher im Felix Austria mein Trick, wenn ich den Schweinebraten verkaufen wollte zum Mittagstisch. Immer mit schön viel Knoblauch in den Ofen, bis der ganze Laden nach Knoblauch gerochen hat. Dann lief der immer sehr gut. Okay, verstehe. So. Ach, da waren so viele Sachen ein. Bist du denn eigentlich regelmäßig hier in der Küche? Oder? Nee, eigentlich nicht sehr regelmäßig. Eher so, wenn mal Not am Mann ist. Ist dann manchmal ein bisschen schwierig, dass sich dann doch alles ausgeht mit den Kindern zu Hause und so weiter, mit meiner Arbeit. Also es ist nicht immer so. Eigentlich wäre es praktisch, ne Dani? Wäre super vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich könnte noch mehr Zeit mit dir verbringen. Oh, noch mehr. Noch mehr.
Der läuft jetzt ganz von alleine dort ein paar Stunden nebenbei. Der ist jetzt schön langsam eingestellt, so zwischen 100 und 150 Grad. Das ist einmal praktisch, weil ich mich dann gar nicht so dolle drum kümmern muss. Selbst wenn ich es mal so ein bisschen vergesse zwischendrin, bei der Temperatur passiert ja nicht viel. Und dann beobachte ich den immer ganz langsam. Der muss ganz, ganz weich werden. Mir schlafen ja manchmal auch die Füße ein. Die Füße und der Kopf. Aber du hast ja wenigstens noch ganz Zeit darüber nachdenken, was noch zu tun. Also, Das geht. aber mittlerweile auch schlecht, nicht mehr so doll. Ne? Nee, normalerweise halt Podcast hören, dann ist es halb so schlimm. Wenn man was Spannendes hört. Okay. Ob wir das Fass aufmachen wollen. Das ist ja offensichtlich. Ja, ich habe einfach mehr geschält. Das ist mein Eimer hier, oder? Nee. Das ist meiner. Dann vorbereitet haben. Hier alle rein. Dann holen wir uns aus dem Lager ein bisschen Rapsöl. Für alle, die dachten, ach, ich esse beim Piefke einfach nur ein bisschen Kartoffelsalat, das ist ja gesund. 10 Liter. Aber ist auch gesund. Nur ein bisschen fettig vielleicht. So, und die werden jetzt Die nächsten, die noch schöner, noch kleiner. Hammer, wir haben ja schon über die Hälfte. Oder? Wie viele sind es denn noch? Nur die Hälfte. so, kicken wir mal. Drehen wir mal. Und noch mal ein bisschen runter. Geht schon fast zu schnell. Na, auf 100 Grad. So.
gibt auch nicht immer so eine Art von richtig und falsch. So. Jeder macht so viele Sachen, glaube ich, auf seine eigene Art und Weise und ist auf eine bestimmte Art und Weise geprägt worden von seinen Kollegen oder vom Leben oder was er halt so gelernt hat. Und der eine macht ein Kartoffelpüree mit einem Spätzle, mit einer Spätzlepresse, mit einer Kartoffelpresse. Der andere macht es irgendwie per Hand mit einer, von Oma noch mit so einer schönen Quetsche. Ich habe letztens jemanden gesehen, der hat es mit einem Pürierstab gemacht. Andere machen es irgendwie mit irgendwelchen teuren Staubsaugerherstellerprodukten. Und ich glaube, am Ende ist halt alles total super. So, es muss halt dazu passen, was man gerne selber mag, was die Gäste von einem mögen, was man einfach Lust hat zu machen. Wenn es sich verkauft oder wenn es einem schmeckt, dann ist es ja erstmal richtig, würde ich sagen. Und deshalb glaube ich, wenn man dann immer so Sachen sieht und dann sagt man, ja, aber ein echtes Schnitzel muss doch genau so und so und so sein. Keine Ahnung, dann mache ich vielleicht auch kein echtes Schnitzel, sondern ich versuche ein leckeres Schnitzel zu machen. Und so auf meine eigene Art und Weise. Und ganz viele von euch wissen das, aber es ist einfach total toll, das nochmal zu sagen, glaube ich. So eine Kommentarspalte ist ja ein Diskurs unter Menschen und man ist da gemeinsam. Man sieht sich zwar nicht, aber man ist trotzdem gemeinsam da und man sollte einfach auch dort höflich und nett sein zueinander. Kritisieren kann man auch ohne Piep, 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 Piep zu schreiben. Man kann einfach auch sagen, hey, hätte ich anders gemacht, aber man muss keine bösen Worte dafür benutzen oder andere Sachen. Achso, hast du noch mit dem Flyer? Geht's? Ja. Jetzt ist eine gefühlte halbe Stunde vorbei. Der ist weich. Aus. Lasst es mal hier stehen. So, vielleicht kommt ja durch Zufall noch irgendjemand anders hier vorbei. Genau, das wird dann im Endeffekt auch so leicht zerdrückt. Kommt es dann auf die Semmel rauf. Mit ein bisschen Soße, schön Krautsalat, Zwiebeln, Gürkchen, bisschen frischen Meerrettich. Auch lecker. Und dann haben wir halt eine schöne Sache schon mal fertig und haben nicht viel dafür gearbeitet, so, was man aber noch auf dem Markt schön verkaufen kann aus dem Fleisch. So, damit das halt nicht weggeschmissen werden muss. Viel zu schade zum Wegschmeißen. Kommen denn extra auch Leute nur deswegen oder gibt es da Liebhaber für, die deswegen kommen? Oder? Also mir fallen jetzt so spontan ungefähr 2 ein, wo ich wirklich weiß, okay, die kommen deswegen. Aber eigentlich ist es sogar noch besser für mich. Es gibt sehr viele, die essen einen Schnitzel und eine Schweinebratensemmel. Und das ist eigentlich immer so der Fall, wenn sich einer, der das schon kennt, eine Schweinebratensemmel bestellt und da ist eine schöne lange Schlange und die sehen, wie ich die anrichte, dann wird immer noch spontan gesagt, hey, lass mal auch mal das da noch mal dazu nehmen. Und dann wird das immer noch mal zusätzlich zu einem Schnitzel so als Schmankerl noch mal bestellt. Das ist eigentlich ja fast noch besser, als wenn sie dann sagen, sie kommen nur dafür. Ist mir natürlich noch lieber, wenn sie sagen, hey, sie nehmen das hier, das teilen sie sich zur Vorspeise und danach essen sie dann ihr Schnitzel. Genau. Und das ist relativ häufig. Also da haben wir so ein paar Liebhaber, die kommen dann immer und sagen, einmal die Schweinebratensemmel, eine Leberkässemmel und ein kleines Schweineschnitzel und dann geben die sich richtig so. Ja.
Man kann halt, es ist tatsächlich so, dass das hier bei mir relativ einfach trainiert ist. Vom Ja, Schnitzel, das sieht also man halt auch voll, dass vom du- Klopfen und von diesem Schneiden. Und das ist ja wirklich, wenn du das die ganze Zeit machst, merkst du ja selber, dass das da total weh tut irgendwann. Mir tun hier die Finger vom Halten weh. Und das geht aber irgendwann Also man stellt muss sich nur der durch den Körper. Schmerz durch. Du musst nur durch den Schmerz durch, einfach 10 Jahre und Okay. dann hört es schon auf. Und was ist besser, schälen oder schneiden? Schön. Sag ich doch. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Dressing rüber. Noch ein bisschen Schweinebraten zur Stärkung vorher. Warum 2 Sorten Senf? Die kurze Variante, weil es lecker. Habe ich mir mal so vor langer Zeit einfach habe ich das ausprobiert. Habe das mit dem süßen Senf gemacht. Es gab mal ein Rezept, was ich hatte, wo nur der Mittelscharfe drin war. Und dann habe ich irgendwann einfach mal aus reiner Neugierde den süßen mit reingemacht und ich fand das Ergebnis sehr lecker. Gibt's keinen anderen Grund außer wegen lecker. Kräuteressig. Und jetzt kommt ein geiler Cut und die geheime Gewürzmischung wird hier gemacht, da seid ihr raus. So, jetzt sieht man schon den Unterschied. Jetzt haben wir uns hier eine schöne Emulsion hochgezogen. Flüssigkeit dazu. Ganz wichtig, immer ein sauberer Löffel. Ne? Den nimmt man, schmeißt den weg,
Dann nimmst du einen sauberen Finger und probierst das. Aber das dürft ihr wieder nicht sehen, was jetzt noch fehlt. Jetzt kommt er. Ja, der ist gut. Beim Kartoffelsalatdressing muss man immer sich ungefähr merken, das darf nicht schmecken. Das muss versalzen sein und es muss zu viel Essig dran sein. Dann wird es lecker. Wenn das Kartoffelsalatdressing lecker ist, schon bevor du es ranmachst, dann ist es auf jeden Fall zu lasch. Man kann natürlich auch noch mal abschmecken später. Das geht natürlich noch mal, auch wenn die Kartoffeln dran sind. Vielleicht noch mal ganz wichtig für alle gerade aufgeregten Schwaben, das ist kein schwäbischer Kartoffelsalat. Was ist es denn? Gute Frage. Mein Kartoffelsalat. Leckerer Kartoffelsalat. Es ist halt tatsächlich kein Mayonnaise-Salat. Das ist schon erstmal, finde ich, wichtig für die Art und Weise von der Küche, die wir da so machen. Aber ich kenne jetzt nicht allzu viele Küchen, die das so machen. Aber es gibt welche. So in der Richtung. Und da habe ich natürlich auch noch mal meine eigenen Sachen so ein bisschen mit reingemacht. Meine eigenen Erfahrungen, was ich lecker finde, was ich sage, das kann man auch mal weglassen. Und daraus ist dann das entstanden, wie ich das gerne mag. So. Was man auch mit meinem Kartoffelsalat super machen kann, ist, wenn man einfach so voll der Mayo-Fan ist, so wie ich ja tatsächlich eigentlich, nimmt man einfach meinen Kartoffelsalat, macht da nochmal schön Mayonnaise drauf, mischt es einmal durch, schmeißt ein paar Gurken, ein paar Zwiebeln und ein paar Erbsen rein und dann schmeckt es wie bei Oma. Das ist auch lecker. So. Jetzt mixen. Kriegen wir die noch durch, dann haben wir Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das einer, der weniger dreckig ist. Ist immer so schwer, das Dressing da rauszukriegen aus der Plastikwanne. Geht so. Egal. Okay. Noch eine. Man kann schon mixen dann. Aber nur so von unten. Genau. Unterliegen quasi. Kannst ein bisschen mehr zum Rühren gehen. Das ist, haben eine gute Konsistenz, die Kartoffeln.
Schweinkram. Schweinkram. Nein, Kartoffelkram. Hier kann noch ein Schluck ran. Alles darauf. One more time. Oh. Jetzt kommt tatsächlich ein Löffel zum Einsatz. Ein bisschen zu sauer jetzt, aber morgen ist der gut. Das hier nochmal. Na komm, na komm, na komm. Wenig. Sehr gut. Lecker. Ich habe ja auch kein Rezept dafür jetzt, dass ich sage, auf so und so viel Kartoffel kommt so und so viel Essig oder so und so viel Gramm Salz, weil erstmal ist die Kartoffel das Jahr über nie gleich und die verhält sich auch nicht gleich und deshalb ist die Würze muss sich auch anpassen und dann ist das einfach so ein Erfahrungswert, dass man das halt probiert und sagt, passt so und dann am Ende nochmal probieren und fertig. So im allerschlimmsten Falle, man probiert es fertig und merkt so, ey, das ist zu viel Salz oder zu viel Essig. Da musst du halt wirklich noch mal ein paar Kartoffeln kochen und die dann halt noch mal runterheben am Ende. Oder kann dann auch noch mal schnell ein paar Kartoffeln kochen, die pürieren und einfach nur so als Kartoffelpüree, dass man, das saugt dann auch noch mal richtig viel Geschmack auf. Damit kann man auch noch mal sich retten. Also ich habe noch nie einen Kartoffelsalat weggeschmissen, sondern den kann man wirklich gut retten, auch wenn man mal Scheiße baut oder so. Ich finde dass man so in dem Bereich der Gastronomie, wo ich mich immer bewegt habe, eine der wichtigsten, sag mal, Erfahrungen, die man so sammeln kann, ja im Endeffekt das Fuschen ist. So finde ich persönlich. So. Es wird jetzt bestimmt den einen oder anderen Koch geben, der sagt, was, gibt's doch gar nicht, rumfuschen ist doch scheiße. Dann nennen wir es halt kreativ arbeiten. Aber ich finde schon, dass das so am Ende einen Koch, einen einigermaßen guten Koch ausmacht. Ne? Also dass man sich halt auf die Situation einstellt und dann halt einfach auch mal lernt, wie man Sachen rettet oder wieder hinbekommt oder wenn irgendwas nicht funktioniert, was man aber eigentlich unbedingt braucht für ein Menü, dass man dann trotzdem am Ende aber dieses Menü noch schicken kann. Und halt so dieses Fuschen oder Kreativarbeiten finde ich persönlich immer sehr wichtig. Also ich finde ja dass ich ein super Fuscher bin. So, das haben schon meine Meister damals hier gesagt. Die haben gesagt, Daniel, der fuscht immer einen Mist zusammen, aber ich bin durch meine Lehre gekommen und das ist ja das Wichtigste am Ende. Die Kelle ist draußen. Ja. Und meistens sind es 10. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. So ungefähr auf 3 bis 3,4 kommen. Also ein bisschen was nachmachen kann man ja dann. Okay. Rüber. Was soll ich selber machen? Oder Ich kann es auch einfüllen mit Duvac, je nachdem. Ich gucke erstmal, was der Vakuumierer sagt. So ein
Also ich mache andere Kellen als du. Okay. Wichtig ist ja nur, dass wir auf so 3,3, 3,4, 3,2 sowas sind. Ja. Wo ich das noch verbessern kann, meine Technik. So ist jetzt nicht. Aber vielleicht ist trotzdem, ich habe ja schon eine gute Technik, dann sind wir schnell. Schön. Vielleicht zum Thema mit Händen arbeiten, das war ja im letzten Video ein Riesenthema. Ich arbeite super gerne mit meinen Händen und ich darf auch mit meinen Händen arbeiten in der Küche. Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass ich mir Handschuhe anziehen muss. Was ich machen muss, und das ist total wichtig und auch logisch, ich muss mir meine Hände waschen und zwar anständig, wenn ich meine Arbeit beginne. Und selbstverständlich nach jedem Geschäft, was man erledigt und zwischen den Arbeitsschritten. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, nicht die Hände zu benutzen, sondern im Gegenteil, es gibt Studien, die belegen, dass Menschen, die sich Handschuhe anziehen, tendenziell dazu neigen, mit diesen Handschuhen mehrere Arbeitsschritte nacheinander zu machen, weil sie ja nicht jedes Mal sich die Handschuhe wechseln wollen, weil das halt aufwendig ist und Geld kostet. Und deshalb ist es eigentlich fast besser, wenn man es dann anständig macht, einfach mit den Händen zu arbeiten und sich nach jedem Arbeitsgang, vor der Arbeit, nach der Arbeit und nach jedem Geschäft, was man erledigt, sich anständig die Hände zu waschen. Da wascht euch anständig die Hände. Ja, gut, du hast ja die letzten Kommentare gelesen. Das war ja jedes dritte war, er hat keine Handschuhe, er hat keine Handschuhe, er hat keine Handschuhe. Nee, habe ich nicht. Habe ich richtig gesehen. Und wenn ihr mich am Maybach-Ufer dann nochmal mit dem Video seht, werde ich wieder keine Handschuhe tragen. Sondern mir jedes Mal, nachdem ich meinen Posten verlasse oder eine andere Tätigkeit mache, mir die Hände waschen. Dann haben wir das. Gut. Dann mache ich jetzt noch Kraut und den Rest und du fährst nach Hause. Ja, Dankeschön. gerne. Bis später. Bis später. Tschüss. Ciao. Der neue Kartoffelsalat nach hinten, der alte nach vorne. Wie lange hält sich so ein Kartoffelsalat? Wow. Mir ist noch nie ein Kartoffelsalat schlecht geworden tatsächlich. Da habe ich echt bis jetzt mit dem Vakuumieren sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe es auch noch nie länger probiert als 4 Wochen, weil so lange hat noch nie ein Kartoffelsalat bei mir ausgehalten. Also das Krasseste war mal, den habe ich zwar nicht mehr verkauft, aber selber gegessen. Da bin ich vor den Sommerferien, hatte ich 2 Tüten über. Die habe ich nicht weggeräumt, weil ich dachte, vielleicht wollen meine Nachbarn das essen und dann lasst es da. Davon war noch einer da, als ich nach 6 Wochen wiederkam. Den habe ich gegessen und der war noch in Ordnung. So,
Aber im Verkauf hatte ich jetzt noch nie einen Kartoffelsalat, der älter als 3 Wochen war. So, das geht gut. Silberne Schale. Warte hier. Dann fangen wir mal mit Gürkchen an. Lieblingsbeschäftigung, einpacken. Ich höre dich schon denken, wie du sagst, aber Daniel, bist du blöd? Da gibt es doch schon geschnittene Gurken fertig zu kaufen. Das stimmt, aber die sind meistens für Sandwich, für, wie heißen die Dinger, Hot Dogs. Und die haben eine andere Marinade als die Gewürzgurken. Und auch die Gewürzgurken geht bei mir nicht, weil ich brauche ja auch den Fond. Den Fond von den Gewürzgurken brauche ich ja auch. Das heißt, deshalb wird das einfach selber geschnitten. Ich will die immer schön so haben, dass die Ringe rauskommen. Deshalb lege ich mir da rein. Und deshalb lege ich mir die da so rein. Weil das sieht dann schöner aus auf dem Teller nachher, wenn man so die Ringe hat. Wäre ja auch langweilig, wenn man sich immer nur an so eine Regeln hält den ganzen Tag. So Leute, das war's schon mit der Zwiebel. Und die war ziemlich dankbar. Meine Augen brennen nur minimal.
Ja, doch, so langsam kommt's. Und wieder Tüten. So, die Zwiebeln kriegen wieder gar kein Vakuum, die werden nur zugemacht. Aber die war dankbar, die Zwiebel. Wir hatten schon schlimmere, wo man dann hier gar keiner mehr im Raum irgendwie ein trockenes Auge hatte. Du weinst ja noch gar nicht. War mit Abstand. Machen wir mal den Kraut. Wir brauchen Apfelessig, Salz, auch Salz. Salz. Ja,
alles aufs Gramm genau abgewogen. So, und klein machen. So, komm. Jetzt kriegen wir schon die andere mit rein. Und weiter mischen. Versalzen, aber sonst super. So, Geheimzutat. Zucker. Hilft immer. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht zu viel Zucker ranzumachen. So, kicken wir mal, ob wir das retten können. Aber retten können wir es sowieso. Fragt sich nur, ob es leicht oder ob es nervig wird. Besser. Jetzt fehlt noch ein bisschen Zauber. Der ist fast perfekt. Und wenn etwas fast perfekt ist, gibt es noch einen Trick. Man sagt, der muss noch ziehen. Ganz einfach.
Der muss noch ziehen und dann ist er perfekt. Und bis wann zieht er? Der zieht jetzt, warte mal. Der zieht jetzt bis Freitag. Was motiviert dich, diesen Job zu machen? Quasi jeden Tag zu kochen. Was motiviert mich, diesen Job? Es ist tatsächlich dieses Gastgewerbe. Ich könnte mir auch mich ganz gut vorstellen, irgendwo in einer Almhütte, wo ich aber auch Betten mache oder Service mache oder sowas. Ich glaube, am meisten ist mir einfach wichtig so der menschliche Kontakt, der Gastkontakt und dieses etwas machen für jemand anderen, eine Freude jemandem machen im Alltag, aber als Beruf halt so, ne? Also na klar will man mal seiner Freundin eine Blume mitbringen oder so und macht da auch jemandem eine Freude, aber dass man das so als Beruf hat, Leuten eine schöne Zeit zu machen, so, das glaube ich, das motiviert mich immer wieder, auch jetzt so in diesem Feld, dass ich da stehe in meinem Wagen und diese lange Schlange sehe und denke, boah, die kommen alle, weil ich was mache, was die alle gerne mögen. Und dass ich dann auch versuche, so gut wie es geht, auch wenn es oft dem Stress geschuldet und dem großen Andrang nicht mehr so klappt, auch mit den Leuten zu schnacken, irgendwie ein paar Witze zu machen, dass man irgendwie miteinander, dass man eine schöne Zeit hat, selbst am Stand, wo es nur so dieses, ich hole was ab, aber wir reden ein bisschen miteinander, wir schnacken, ich mache dir was zu essen. Das finde ich irgendwie finde ich das romantisch, das mag ich irgendwie gerne so, dass man da so den Leuten eine Freude macht. Und das ist, glaube ich, so meine Hauptmotivation. So, fertig. Dann sehen wir uns morgen am Maybachufer. Ciao.